Ach du Scheibenkleister, was für eine Unordnung. Kabel aufwickeln ist wichtig für die Ordnung im Studio, aber es ist eben nicht der eine coole Trick, der dafür sorgt, dass deine Musik besser klingt. Trotzdem verrate ich dir heute mal, wie ich meine Kabel so zusammenlege, dass sie dabei nicht verdrehen und was ich dann noch mache, damit ich sie so weglegen kann, dass die Ordnung nicht direkt wieder im Eimer ist. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit meinem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und ja, ich gebe es zu, Kabel zu sortieren und aufzuwickeln ist jetzt nicht nur wirklich das coolste Thema, aber es muss ja auch mal gezeigt und gesagt werden, dass Ordnung im Studio auch dafür sorgt bei den Kabeln, dass diese länger erhalten bleiben, nicht kaputt gehen und vor allem, dass sie ordentlich weggehängt werden. Man findet also sofort wieder, wo man seine Kabel hat, vor allem wenn man eins braucht. Man braucht ja immer irgendwie ein Kabel und wenn man dann suchen muss, das ist ja blöd, vor allem wenn die Kreativität dadurch eingebremst wird. Falls du eine eigene Methode haben solltest, deine Kabel aufzuwickeln, also eine andere als die ich dir gleich zeige, dann schreib's uns doch mal gerne unten in die Kommentare. Hat ja zwei Vorteile. Zum einen können wir von deiner Methode lernen und zum anderen nimmst du ja am Gewinnspiel hier im Adventskalender teil. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall mal, deine Erfahrung mit den Kabeln unten in die Kommentare reinzuschreiben. Aber wir starten jetzt mal und ich zeige dir mal, wie ich meine Kabel aufwickel, ohne dass ich da jetzt die dicken Verdreher ins Kabel reinkriege. Dazu greife ich mal nach unten. Ich habe hier ein Kabel und du siehst, das ist schon ein bisschen verdrießt. Das heißt, ich ziehe das einfach mal hier so einmal durch die Hand durch, damit ich das hier schon mal einmal grob vorsortiert habe. So, und jetzt kommt der Trick. Mal gucken, ob ich das hier scharf zeigen kann in der Kamera. Du nimmst das Kabel, lässt es hier einfach runterhängen auf der einen Seite und dann nimmst du das andere Kabel hier, das andere Ende und ziehst es einfach mal ein bisschen rum. Und wenn du dann hier bei dem Kabel einen Twist machst, es einmal leicht drehst, dann kriegst du schon so eine Grundschlaufe rein. Und wenn du das jetzt mit der Hand wieder runterfährst und dann wieder diesen Twist machst, dann kriegst du eine weitere Schlaufe. Und dann kannst du dafür sorgen, einmal nach unten ausschlagen, kannst du immer dafür sorgen, dass das Kabel, wenn du hier wieder runtergreifst, wieder einen Twist machst, dass du es nicht nur in der gleichen Größe, also in der gleichen Schlaufe hier aufwickeln kannst, sondern dass du es vor allem, ohne dass du da einen Verdreher drin hast, aufwickeln kannst. Nochmal. So, mit ein bisschen Übung kriegst du das dann rucki-zucki hier zusammengelegt und das Kabel fügt sich quasi selber in sein Schicksal rein und wird dann zu einer sauberen 8 oder in diesem Fall zu einer sauberen 0 aufgerollt. Fertig. Also der Twist im Kabel, wenn du runtergehst, das ist das Ding. Wow, hier fährt gerade der Pengel-Anton vorbei. Der Twist, den du dann im Kabel drin hast, das ist dann, der Pengel-Anton ist eine Dampflokomotive, nur dass du es mal gehört hast von mir. Also falls hier gerade was pfeifen sollte im Mikro, das ist die Dampflokomotive. Super, habe ich auch noch Action im Hintergrund. Also, Kabel zusammengelegt und wenn du es jetzt noch organisieren möchtest, dann kannst du das machen mit so einem Klettbandverschluss, dann kannst du es einfach zusammen machen. Den gibt's in jedem guten Musikalienhandel, wenn du den noch da drum ziehst und zack, hast du das Kabel fertig und kannst es einfach wegwerfen. Die Wicklung geht nicht auf oder kannst es irgendwo aufhängen. Falls du diese Klettverschlüsse nicht haben solltest, kann ich dir aber auch einen Trick zeigen. Der ist nämlich mindestens genauso easy. Ich mache mal den Klettverschluss gerade wieder ab. Du lässt dann einfach eine Seite vom Kabel hier runter baumeln und kannst jetzt einfach hier mit dem Kabel einmal hier ums Kabel drum rumschlagen. Dadurch kriegst du so eine 8. Und wenn du dann ein bisschen wickelst und dann das Ende einfach hier einmal durch die obere Schlaufe durchwirfst, dann hast du eine fertige 8 und kannst damit dein Kabel dann ganz normal in eine Kiste reinwerfen oder an die Wand hängen und dafür sorgen, dass du richtig schön Ordnung im Studio hast. Ich hoffe, der Pengel-Anton hat dir gefallen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann zeig's mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen haben sollte, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender und bis dahin wünsche ich dir vom Guten wie immer nur das Beste. Vom Guten immer nur das Beste. Das Beste vom Guten. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Lass es dir gut gehen, mach's gut bis dahin und Yassou.